Hallo und willkommen zum eher einen kleinen ungeplanten Video. Ich habe meine Kawasaki Z800 aus dem Winterschlaf rausgeholt und will etwas beheben, was mich schon seit dem letzten Jahr nervt. Das hat letztes Jahr kurz vor Saisonende angefangen, dass im Stand, also das hält man halt nur im Stand, wenn ich sie dann in die Garage reingeschoben habe, im Stand, der Motor aus, hat die hintere Bremse gequitscht. Also ist da irgendwas mit der Bremse? Das wollte ich mir heute mal anschauen. Ich finde es etwas ungewöhnlich. Das Bike hat gerade jetzt die 10.000 geknackt. 10.000 Kilometer Laufleistung geknackt. Ja, mal sehen. Ich mache die Bremse mal ab und schaue mir das mal an. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem. Soll eher ein kurzes Video sein und dann viel Spaß. So, dann mache ich hier die zwei Halteschrauben ab. Einmal 12 und einmal 14. Die war ja mal gut fest. Also der Bolzen ist eigentlich noch gut gefettet. Die war deshalb so fest, weil klar, Schraubensicherung. Also das sind die Bremsbeläge, wie zu erwarten, noch gut Fleisch drauf. 10.000 Kilometer. Und was halt auffällt, ist, dass auf den Belegen hier keine Kupferpaste oder irgendein Schmiermittel da ist. Vielleicht quitschen die deswegen. Also ich mache da normalerweise immer etwas Kupferpaste drauf. Der Stift sieht auch nicht mehr so schön aus. Ich hole mal die Beläge raus, mache den Stift sauber und mit der Kameraeinstellung habe ich es. Drück den Kolben ein bisschen raus, mache ihn sauber, tu ihn fetten, tu alles fetten und dann nochmal zusammenbauen. Ah ja, nicht schlecht. Man hat erstmal eine Abdeckkappe mit einem Schlitz für einen Schlitzschraubendreher und hinter der Abdeckkappe
Kappe ist ein Innensechskant. Schön Aua gemacht gleich, ja. Das sieht nicht so schön aus. Also wenn man nicht überlegt bei der Arbeit, dann muss man Strafe zahlen. Blutige Strafe. Es war ja blöd von mir, die Schraube, wo die Bremsbacken hält, im ausgebauten Zustand versuchen aufzumachen. So blöd. Das lässt man drauf und macht die zuerst auf und dann kann man den Bremssattel abnehmen. Naja, so, die ist jetzt wieder schön sauber. Aber deswegen hat es natürlich nicht gequietscht. Also wie gesagt, ich vermute, dass einfach daran lag, dass die hier anscheinend gar nicht geschmiert haben vom Werk aus. Ja, es ist auch eine Zeit lang gut gegangen, bis dass sie dann vor kurzem angefangen hat, immer zu quietschen beim Schieben. Das geht gar nicht sowas. Ansonsten sehen die top aus. Ich mache die sauber, mache ein bisschen Kupferpaste drauf und denke, dass es damit behoben ist. Ich mache gerade die Bremsbeläge etwas sauber und das Loch hier, die Bohrung ist auch ziemlich mit Flugrost ein bisschen zugesetzt. Und was halt auffällt, ist, dass genau an den Stellen, wo der Reibpunkt am größten ist, wo sie anliegen, ich weiß nicht, ob das so gut sieht wie zum Beispiel hier, das ist die linke Bremsbacke, wenn man hinten aufs Motorrad schaut, also die, wo am Gehäuse, Bremssattelgehäuse anliegt. Genau an diesen Stellen sieht man eindeutig Abdrücke und genau da würde ich Kupferpaste drauf schmieren oder halt ein Schmiermittel geeignetes. Genauso ist es bei dem Bremsbelag, wo auf dem Bremskolben liegt. Da sieht man es noch deutlicher. Also da war halt Metall auf Metall. Und ich denke mal, dass die deswegen gequetscht hat. So, also die ganzen Komponenten jetzt sind mal sauber. Jetzt mache ich noch den Bremssattel an sich etwas sauber. Ich drücke mal den Kolben raus. Das sieht sehr gut aus. Was noch ein bisschen vergammelt aussieht, ist das Gummi hier. Diese schwimmende Lagerung. Es ist zwar alles noch schön leichtgängig, aber hier hinten hier ist es etwas versieft. Ja. So, auf den Kolben tue ich ein bisschen Bremszylinderpaste auftragen und drücken mal zurück. Ganz wenig. Gerade so ein Hauch. Überall kommt. Da oben hin kommt man sowieso nicht an. Aber einmal schön ganz dünn. Links herum so weit wie man kommt. Das mache ich immer so.
bleibt zwar alles auf der Dichtung wahrscheinlich hier vorne, aber um das geht es ja eigentlich, dass das ja, die ist rausgekommen, mache ich ja gleich sauber da drin. Einigermaßen wieder gut. So, ich habe die Aufnahme hier jetzt auch gereinigt und hier ist so ein Halteblech. Das kann man abnehmen und das habe ich auch mal gereinigt, denn hier legen sich dann die Bremsbeläge drauf. Ja. Die werden ja mit dem Bremsstift in den Bremssattel gehalten von der einen Seite und legen sich dann hier drauf. Und die Bremsbeläge, da habe ich jetzt Kupferpaste draufgetragen an die Stellen. Ja, hier ein bisschen großzügiger, aber das macht nichts. Und hier an die Stellen, wo es Reibung gibt. Und hier auch genau an dieser Stelle, wo ich eben gezeigt habe, wo sie gegen das Blech liegen dann oder aufliegen. So, und das verbaue ich jetzt so. Schrauben habe ich gereinigt, auf die Schrauben kommt Silikonfett. Auf den Stift habe ich jetzt schon ein bisschen Silikonfett aufgetragen. Und was mich jetzt ein bisschen irritiert ist, laut Werkstatthandbuch kommt keine Schraubensicherung drauf. Aber ich denke mal, ich mache einen kleinen Klecks vom Mittelfesten drauf. Weil es war ja auch eindeutig drauf, vom Werk aus. Ich nehme jetzt auch mal ein bisschen Silikonfett und schmiere es ein bisschen auf die Gummiteile. Das heißt hier, ja, ist zu viel genommen. Und hier auch. So. Hier der erste Bremsbelag, der vordere. Und der hintere. Wie gesagt, auf den Haltestift habe ich jetzt auch etwas Silikonfett aufgetragen, aber nur ein bisschen. So. So, jetzt schiebt man die rein. Also schiebt sie nach oben, auseinander, über die Bremsscheibe und halt hier hinten
dass sie hier hinten auf diesen Halteblech aufliegen, und das war's. Ja. Genau. Kann man schon großzügig auftragen, Silikonfett. Dass sie ja schwimmend gelagert sind und hier in den Gummiteilen geführt werden. Passt das schon. Ich mache natürlich nur hier auf die Fläche und nicht aufs Gewinde. Jetzt kleben die Handschuhe ganz schön, das mag ich nicht. Ich habe kein Gefühl da drin. Ich muss nur kurz von der anderen Seite was gucken. Ja, der Bremsbelag ist nicht drin. Jetzt. Wie gesagt, es ist halt wichtig, dass die da hinten anliegen oder aufliegen. Die liegen ja praktisch auf und an. Mal gucken. Genau. Das sieht gut aus. Also ich mache es jetzt doch ohne Schraubensicherung. Weil vielleicht mache ich es ja nochmal auf, wenn es nochmal quietscht. Und laut Werkstatthandbuch ist es halt ohne. Und ich bin einer, wo die Sachen mehrmals oder wahrscheinlich zum Reinigen manchmal dann nochmal aufmacht, und ich kontrolliere das sowieso immer, und das wird mit 27 Newtonmetern angezogen und dann sollte es passen. Ohne Schraubensicherung. Das meine ich damit. Der ganze Sattel sollte schön sollte schön gleiten. Also die größere hier kriegt 25 und die kleinere 22. Das war's schon. Also eigentlich muss das Schraubensicherung, das ist ja nicht viel, ne? Aber wie gesagt, ich werde das Moped erstmal bewegen. Gucken, ob es noch quietscht, weil wenn es noch quietscht, dann waren meine Maßnahmen ja nicht erfolgreich, aber ich denke schon. Und dann tue ich gegebenenfalls nochmal
die Schrauben raus, Schraubensicherung und nochmal anziehen. Das würde ich dann vielleicht auch Ihnen empfehlen. Und die kleine hier kriegt 27. So, das war's dann eigentlich von der Geschichte hier. Ich hoffe, dass ich die Quietschprobleme beseitigt habe. Ah ja, jetzt kommt noch die Kappe drauf, die hätte ich fast vergessen. Zwar ist es die Kappe vom Haltestift hier. Wie ich finde, elegant gelöst bei Kawasaki. So, okay, dann tue ich mal den Kolben raus. So. Okay. So, das war's jetzt hier von einem kurzen Video zu der hinteren Bremse von meiner Kawasaki Z800. Die hat ja gequietscht und ich habe die jetzt nochmal abgeschmiert mit Kupferpaste, weil das vom Werk irgendwie gar nicht drauf war, und nochmal Silikonfett und eine kurze Geschichte. Ich hoffe, dass die Quietschgeräusche jetzt damit weg sind. Wenn das so ist, werde ich nochmal die Schrauben raus machen und werde sie nochmal einkleben mit mittelfester Schraubensicherung, und dann werde ich die Bremse dann fürs Erste so lassen, weil die ist ja noch gut. Und da braucht man jetzt eigentlich nichts mehr dran zu machen. Okay, das war's dann. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und das nächste Video wird dann wahrscheinlich die Vorstellung meiner Bikes sein. Sage ich auch etwas zu dem Gerät hier und zu meinen anderen Bikes und meinen Projekten. Und da freue ich mich schon drauf. Bis dann. Ciao, ciao.